Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Varavesa-Podcast. Das Thema, das ich für die heutige Sitzung ausgewählt habe, scheint auf den ersten Blick emotional nicht allzu stark besetzt. Es soll heute gehen um das Themenfeld Statistik, Wahrscheinlichkeiten. Und die Frage, ob und zu welchem Grad es sinnvoll und vernünftig ist, Statistik und Wahrscheinlichkeiten als Orientierung für Entscheidungen in unserem Leben heranzuziehen. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, was Wahrscheinlichkeiten denn eigentlich sind. Dazu werden wir dann im weiteren Verlauf noch kommen. Es wird sich herausstellen, dass diese Frage nicht ohne weiteres beantwortet werden kann. Auch nicht von professionellen Mathematikern, Statistikern, Nachrichtentechnikingenieuren, die in ihrem Beruf eben auch auf hohem Niveau mit Statistik, Stochastik und Wahrscheinlichkeiten umgehen, sowie von Angehörigen sonstiger Berufsfelder, die sich von ihrer Profession wegen mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten beschäftigen. Also der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, statistischen Informationen scheint uns in unserem Alltag eine Selbstverständlichkeit. In etwa politischen Diskursen, aber auch wenn es darum geht, Entscheidungen in einem Unternehmen zu treffen, ja auch bei medizinischen Entscheidungen insbesondere und vor allem, wird oftmals mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert. Wahrscheinlichkeiten, die aus irgendwelchen Beobachtungsdaten heraus berechnet und herangeführt werden. In letzter Konsequenz geht es dann immer darum, eine Entscheidung so zu treffen, dass die Wahrscheinlichkeit eines wünschenswerten Ergebnisses oder einer wünschenswerten Konsequenz möglichst hoch ist und entsprechend die Wahrscheinlichkeit des gegenteiligen Falls, einer etwa pathologischen Konsequenz, eines Zustandes, der nicht wünschenswert ist, möglichst gering zu halten. Jetzt haben wir das Problem, dass diese unwahrscheinlichen Ereignisse trotzdem eintreten. Das heißt, wenn ich etwa ein Gebäude oder irgendeine technische Apparatur entwickle, auf eine solche Weise, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls oder eines sonstigen Fehlverhaltens sehr gering ist, dann kann es ja dennoch sein, dass dieser Unfall trotzdem eintritt. Und das ist ja auch das, was immer wieder geschieht. Das heißt, es geschehen ja irgendwelche Unfälle, die als unwahrscheinlich gelten. Und dann stellt sich zunächst die Frage, welchen Sinn es überhaupt hat oder inwieweit es überhaupt vernünftig ist, sich da an Statistik zu orientieren. Und jetzt wird bestimmt der eine oder andere einwenden, naja, es ist ja so, wenn ein unerwünschtes Ergebnis sehr unwahrscheinlich ist, dann tritt es eben entsprechend selten auf. Ich kann also durch die Orientierung an Wahrscheinlichkeiten unerwünschte Ereignisse in der Anzahl ihres Auftretens gering halten. Das ist so die Idee, die den Hintergrund für eine solche Vorgehensweise bildet. Also zunächst wäre zu verstehen, was Wahrscheinlichkeit denn überhaupt sein soll. Also wie ist das überhaupt definiert, beziehungsweise wie kann das überhaupt sinnvoll definiert sein? Und was genau sagt eine Wahrscheinlichkeit aus über ein mögliches Ereignis, über den möglichen weiteren Verlauf eines Vorgangs? An dieser Stelle möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ich selber in meiner beruflichen Laufbahn mich eine Zeit lang professionell auf Forschungsniveau mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten, mit der sogenannten mathematischen Stochastik beschäftigt habe. Und das sage ich jetzt nicht, um hier als Autorität mich zu etablieren oder dergleichen. Es geht vielmehr darum, dass ich selber zu der Zeit Schwierigkeiten hatte, für mich überhaupt klar zu definieren, was diese Konzepte, mit denen ich da arbeite, überhaupt bedeuten. Und ich habe zu jener Zeit mich da mit diversen Fachkollegen ausgetauscht und da ist für mich zumindest der Eindruck entstanden, dass sich da niemand so richtig seiner Sache sicher ist. Also ich habe mit renommierten Professoren gesprochen, die dann an irgendeinem Punkt zu verstehen gaben, dass sie die Modelle und Begriffe, mit denen sie arbeiten, die sie auch lehren an Universitäten, selber nicht so ganz verstehen. Sie sind zwar in der Lage, damit mathematisch umzugehen,
aber sie verstehen nicht so richtig, was sie da tun oder was sie da anwenden an Konzepten, Begriffen und Modellen eigentlich bedeutet. Also das ging so weit, dass der eine oder andere sich sogar aus dieser Disziplin zurückgezogen hat aus diesem Grund. Also ich habe damals mit einem Professor gesprochen, einem Mathematiker, der an seiner Universität Grundlagenvorlesungen über mathematische Stochastik, über mathematische Wahrscheinlichkeitslehre gehalten hat und diese an irgendeinem Punkt abgegeben hat an einen Kollegen, weil er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, dass er das, was er da unterrichtet, selber überhaupt gar nicht versteht. Also ihm ist klar geworden, dass er die stochastischen Modelle und Konzepte überhaupt gar nicht begreift und fühlte sich infolgedessen nicht mehr in der Lage, diese Modelle an Studierende zu vermitteln. An diesem Punkt solltest du wieder einmal innehalten und deine Körper- und Gemütsreaktionen beobachten. Möglicherweise fallen die jetzt etwas subtiler aus als bei anderen Themen, die emotional stärker aufgeladen sind. Insbesondere solche Themen, die Bestandteil oder Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen sind. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das eben von mir Geschilderte ein gewisses Unbehagen in dir auslöst. Wenn wir nun in unserem Alltag ständig in einer felsenfesten Selbstverständlichkeit mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und irgendwelchen Statistiken konfrontiert sind, mit diesen umgehen und unsere Entscheidungen darauf basieren. Also nicht nur wir als Individuen, sondern insbesondere und vor allem auch Entscheidungsträger in großen Organisationen, sprich also in großen Unternehmen, in Konzernen, in Verwaltungen, in staatlichen Institutionen, in der Regierung. Individuen, die Entscheidungen treffen, die Konsequenzen für die Entwicklung eines ganzen Landes und einer ganzen Bevölkerung haben. Und diese Individuen basieren ihre Entscheidungen auf Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt stellt sich heraus, dass diejenigen, die professionell mit Wahrscheinlichkeiten umgehen, die also die Experten auf diesem Gebiet sind, Professoren, die eben diejenigen sein sollten, die sich am besten mit diesem Gebiet auskennen, also oberhalb derer es sozusagen niemanden mehr gibt, der autoritativ auf diesem Gebiet wirken kann, dann impliziert das doch, dass hier Konzepte für folgenschwere Entscheidungen herangeführt werden, die als solche überhaupt gar nicht verstanden werden oder zumindest nur teilweise verstanden werden und mit einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet sind. Also, was hat es mit diesen Wahrscheinlichkeiten auf sich und warum sind diese Konzepte so schwer zugänglich? Nun betrachten wir einmal den Wortstamm Wahrscheinlichkeit, wahr und scheinlich. Also hier scheint es darum zu gehen, dass etwas wahr scheint. Eben nicht notwendigerweise wahr ist, aber es scheint so. Jetzt gibt es so diese Idee, die jedem geläufig sein sollte. Wenn ich etwa eine Münze werfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf der Kopfseite landet, vorausgesetzt, dass die Münze insgesamt, also von der Materialbeschaffenheit her, homogen aufgebaut ist, bei in guter Näherung 50%. Was kann das denn bedeuten? Weil wenn ich jetzt eine Münze werfe, dann landet sie entweder auf der einen oder anderen Seite. Also entweder ist es Kopf oder Zahl. Wenn ich jetzt also einmal eine Münze werfe und es kommt Kopf raus, welche Bedeutung hat es dann, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt Kopf rausgekommen ist, 50% betragen hat? Es ist ja Kopf rausgekommen. Und es zeigt sich, dass diese Idee von Wahrscheinlichkeit nur Sinn ergibt, wenn ich diesen Versuch wiederhole. Das heißt, ich führe mehrere Münzwürfe aus. Jetzt führe ich 2 Münzwürfe aus, jetzt wiederhole ich dieses Experiment und jetzt kommt wieder Kopf raus. Ich kann also von diesen 50% immer noch nichts sehen. 2-mal die Münze geworfen und es kommt Kopf raus. Und jetzt mache ich es 3-mal und 4-mal oder ich mache es 10-mal oder 20-mal und es kann es sein, dass 20-mal hintereinander Kopf rauskommt oder auch 100-mal. Und jetzt würde wahrscheinlich irgendwer einwenden, ja, aber das ist doch unwahrscheinlich. Ja, aber was heißt denn jetzt unwahrscheinlich? Das Experiment ist jetzt wiederholt worden. Und das Ergebnis ist da. Wir haben 100-mal hintereinander Kopf. Also daran ändert sich nichts, wenn ich anführe, dass ein solches Ergebnis doch unwahrscheinlich sei.
Nun wird vielleicht jemand, der sich von Berufswegen mit Wahrscheinlichkeitslehre auseinandersetzt, einwenden, wenn die Zahl der Wiederholungen noch weiter erhöht wird, dass sich dann irgendwann einstellen wird, dass etwa die Hälfte der Würfe zum Ergebnis Kopf führt und etwa die Hälfte entsprechend zum Ergebnis Zahl. Das schließt aber immer noch nicht aus, dass ich jetzt vielleicht noch weitere Wiederholungen durchführe, 200 oder 1000 oder auch 10.000, es kommt 10.000 Mal immer noch Kopf raus. Und wieder hat die vermeintliche Unwahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses überhaupt nichts an selbigen geändert. Also es scheint hier so, als wäre die Definition dieses Begriffs Wahrscheinlichkeit auf irgendeine Weise zirkulant. Das heißt, die Definition bezieht sich auf sich selbst. Etwas ist wahrscheinlich, wenn es bei Wiederholung des Vorgangs wahrscheinlich ist, dass es auftritt. Also das ist nicht einfach nur irgendeine mathematische Technikalität, mit der sich irgendwelche Nerds auseinandersetzen. Tatsächlich ist das ein fundamentales Problem in der Geschichte der Entwicklung der mathematischen Wahrscheinlichkeitslehre hat dieses Problem zu etlichen Paradoxien, sprich also zu Widersprüchlichkeiten geführt, die sich nicht ohne weiteres auflösen lassen. Und am Ende des Tages hat es zu einer Lagerbildung geführt innerhalb der Fachdisziplin. Es haben sich zwei Lager herausgebildet, die verschiedene Verständnisse, eine Interpretation dieses Wahrscheinlichkeitsbegriffs vertreten, die sich vordergründig vermeintlich aus Sicht der Vertreter dieser beiden Lager gegenseitig widersprechen und einander ausschließen. Also für diejenigen, die vielleicht ein fachliches Interesse an diesem Bereich haben oder sich selber beruflich damit auseinandersetzen, es geht um den Widerstreit zwischen den sogenannten Bayesianern der einen Seite und auf der anderen Seite den sogenannten Frequentisten. Wie immer, und das kann ich an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, stellt sich heraus, dass weder die eine oder die andere Seite hier Anspruch auf Allgemeingültigkeit ihrer Ansicht erheben kann, so weder der eine noch der andere Recht hat. Und beide Seiten hier Aspekte sehen, die durchaus Teile der Wirklichkeit abbilden. Also im Verständnis der Frequentisten verhält es sich so, dass Wahrscheinlichkeiten sich aus Häufigkeiten von Beobachtungen ableiten. Das heißt also, wenn ich mir jetzt eine Münze hernehme, und ich weiß überhaupt nichts über die Münze, und ich werfe sie jetzt einige Male und zähle aus, wie oft das Ergebnis Zahl und wie oft das Ergebnis Kopf herausgekommen ist, dann habe ich jetzt zunächst einmal Häufigkeiten ausgezählt. Und hier befinden wir uns noch im Bereich der unmittelbaren Sinneswahrnehmung. Das heißt, hier sind noch keine theoretischen Konzepte eingeführt worden. Das heißt, ich habe einfach nur eine Münze geworfen, sage, ich werfe die Münze 100 Mal und jetzt führe ich eine Strichliste mit 2 Zeilen und jedes Mal, wenn Kopf rauskommt, mache ich einen Strich in der Zeile, die Kopf zugeordnet ist und entsprechend bei Zahl mache ich einen Strich in der anderen Zeile. Ich habe also einfach nur beobachtet, wie oft das eine und wie oft das andere Ergebnis rauskommt. Wie häufig diese Ergebnisse auftauchen. Und wenn ich jetzt jeweils diese Häufigkeiten teile durch die Anzahl der Wiederholungen des Versuchs, komme ich eine Zahl zwischen 0 und 1 raus. Das ist etwas, was ich in Prozent angeben kann und kann dem Ergebnis Zahl eine relative Häufigkeit, also das, was dann in Prozent ausgedrückt wird, zuordnen. Und Wahrscheinlichkeit ergibt sich jetzt daraus, dass ich annehme, dass es sich bei zukünftigen Wiederholungen dieses Versuchs in etwa so verhalten wird. Das heißt, wenn ich jetzt wieder eine Münze nehme und diese wiederholt werfe, dann nehme ich an, dass die Häufigkeiten der beiden möglichen Ergebnisse in etwa genauso sind wie in dem vorausgegangenen Versuch. Hier stellt sich zunächst die Frage, aber wenn ich jetzt wieder eine Münze 100 Mal werfe, dann werden wahrscheinlich nicht exakt die gleichen Häufigkeiten rauskommen. Vielleicht kommen auch ganz andere Häufigkeiten raus. Also vielleicht werfe ich jetzt die Münze erneut 100 Mal und es kommt jedes Mal Kopf raus. Ja, und da haben wir schon wieder dieses grundsätzliche Problem, was diesen Wahrscheinlichkeitsbegriff betrifft. Und das Ganze geht noch viel weiter, weil wenn wir uns das einmal genau betrachten, diese Problematik, dann zeigt sich, dass es sich hier um die grundsätzliche Arbeitsweise unseres Verstandes handelt.
Das heißt, der Verstand sammelt Daten. Der Verstand bezieht sich auf vergangene Erfahrung und leitet daraus eine Prognose für die Zukunft ab. Das heißt, wenn ich morgens aufwache und die Sonne geht auf, und das passiert immer, wenn ich morgens aufwache, dann gehe ich davon aus, dass morgens am nächsten Tag ebenfalls die Sonne aufgehen wird. Aber in letzter Konsequenz weiß ich das nicht. Es könnte auch sein, dass die Sonne einfach nicht aufgeht. Und genau daran haben sich führende Denker in der abendländischen Philosophie den Kopf zerbrochen. Also wen es interessiert, der kann etwa mal Bertrand Russell, dem bekannten Universalgelehrten, vornehmlich Philosoph und Mathematiker, im Büchlein The Problems of Western Philosophy nachlesen. Genau das ist etwas, was von der abendländischen Philosophie als ein fundamentales Problem gesehen wird. Und es ist ja in der Tat auch so, dass irgendwelche unwahrscheinlichen Ereignisse, insbesondere irgendetwas, was der Verstand zuvor in einer Lebensgeschichte noch nie erlebt hat, dann plötzlich doch passiert. Beispielsweise kann es ja sein, dass jemand seit vielen Jahren oder Jahrzehnten Auto fährt und niemals einen Unfall hat. Und dann wäre ja die Schlussfolgerung aus frequentistischer Sicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, wenn er zukünftig wieder ins Auto steigt, einen Unfall baut, gleich 0 wäre. Und jetzt geschieht es, dass derjenige ins Auto steigt, losfährt und doch einen Unfall hat auf einmal. Es ist ein unerwarteter Schicksalsschlag ins Leben getreten. Also auch an dieser Stelle solltest du pausieren und die Regungen in deinem Körper und Gemüt aufmerksam beobachten. Also in mir löst es nach wie vor, obschon ich mich seit langer Zeit intensiv mit grundlegenden naturgesetzlichen Zusammenhängen beschäftige und diese in meinem Leben anwende und erfahre mit spektakulären Erfolgen, dennoch ein merkliches Unbehagen und Unwohlsein aus. Es ist wie eine Angst davor, dass das Leben nicht kontrollierbar und nicht vorhersagbar ist. Dass es nicht möglich ist, aufgrund von vergangener Lebenserfahrung Entscheidungen so zu treffen, dass sie zu einem sicheren Ergebnis führen. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Und damit verbunden ist die Angst, die fundamentale Angst, dass in unserem Leben beliebige, völlig willkürliche Ereignisse eintreten könnten, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, die durch äußere Kräfte bedingt sind, die sich unserem Einfluss und unserem Einwirken und auch unserer Erkenntnis gänzlich entziehen. Und das löst nachvollziehbarerweise Angst bis Panik aus. Nun stellt sich die Frage, warum wir uns dennoch, also wenn diese grundsätzliche Problematik besteht, wissentlich besteht, kann es sein, dass wir uns von unserer Angst vor einem unkontrollierbaren und möglicherweise beliebigen Universum ablenken wollen, indem wir uns auf Häufigkeiten von vergangenen Erfahrungen beziehen in unserer Entscheidungsfindung, so dass wir dann, wenn ein unerwünschtes Ergebnis eintreten sollte, uns zumindest darauf berufen können, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, da dieses Ergebnis ja unwahrscheinlich war. Nun, auf der anderen Seite verhält es sich so, dass Aussagen, die scheinbar unser Leben betreffen und in Form von Wahrscheinlichkeiten daherkommen, für uns lebensbestimmend sein können, beziehungsweise erhebliche Auswirkungen auf unsere Lebensführung haben können und auf die gesamte Gestaltung unseres Lebens, unsere Lebensqualität, unsere Gemütszustände. Eine prototypische Geschichte, die der eine oder andere auf ähnliche Art und Weise in seinem eigenen Leben erfahren haben mag oder aus Erzählungen von anderen kennt, könnte in etwa wie folgt ablaufen. Also da geht jemand zum Arzt und lässt sich aufgrund einer Beschwerde untersuchen und kommt am Ende der Arzt einer Diagnose, die da vielleicht lautet Krebs oder irgendeine andere schlimme Krankheit. Und der Arzt sagt dazu, mit ihrer Erkrankung haben sie eine 3%ige Überlebenswahrscheinlichkeit. Und derjenige, der jetzt diese Diagnose mitgeteilt bekommt, geht infolgedessen davon aus, dass er höchstwahrscheinlich sterben wird innerhalb eines gewissen absehbaren Zeitraums. Und setzt möglicherweise alles daran, um das zu verhindern, indem er sich etwa diversen, sehr invasiven medizinischen Prozeduren unterzieht. Oder aber auch, was durchaus auch stattfindet, für sich genommen ein bemerkenswertes Phänomen, welches allerdings in dieser Folge nicht weiter vertieft werden soll,
kann es auch sein, dass derjenige sagt, naja, also wenn ich jetzt ohnehin bald sterbe, dann habe ich ja nichts mehr zu verlieren und kann ich ja jetzt auch aufhören, in meinem Leben irgendetwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun will, was ich nur tue, um irgendwie zu überleben oder um in Zukunft irgendwelche Vorteile zu haben, möglicherweise um eine Rente zu bekommen, ja, oder um anderen zu gefallen, damit die mich nicht verurteilen und verstoßen, und nutze jetzt die wenige Zeit, die ich noch habe, um das zu erleben und zu erfahren und das zu bewirken, was ich von Herzen gerne bewirken möchte. Das gibt es durchaus auch. Das nur am Rande angeführt, um eine mögliche moralische Beurteilung, die jetzt in dir aufkommen mag. Also wie kann es denn sein, dass der Arzt jemandem so etwas erzählt? Ja, und vielleicht stimmt das ja gar nicht, dass derjenige dann stirbt. Jetzt zunächst einmal zu relativieren oder zu entkräften. Und darum geht es hier auch gar nicht. Also was kann diese Aussage, Sie haben eine 3%ige Überlebenswahrscheinlichkeit mit Ihrer Krankheit, was kann die überhaupt sinnvollerweise bedeuten? Also wie gesagt, kann es ja sein, dass derjenige ja auch zu den 3% gehört und ohne dass er irgendwas bewusst tut, diese Krankheit überlebt. In diesem Fall stellt sich die Frage, inwiefern diese Aussage, dass ja die Überlebenswahrscheinlichkeit nur 3% betrage, überhaupt von irgendeiner Relevanz war und überhaupt irgendeine sinnvolle Bedeutung tragen kann. Grundsätzlich ist ja insbesondere klar, dass derjenige eines Tages ja sowieso sterben wird. Die Frage ist ja nur wann. Ist das innerhalb eines kurzfristigen Zeitraums von einigen Wochen, einigen Monaten, einigen Jahren, einigen Jahrzehnten? Und bereits hier zeigt sich, dass es schwierig ist, eine Kategorie wie Überlebenswahrscheinlichkeit überhaupt zu definieren. Also was bedeutet es, dass der Patient eine Krankheit überlebt? Und hier gibt es diverse Versuche, diese Begrifflichkeiten auf eine übertragbare Weise zu definieren. Also zum Beispiel einen bestimmten Zeitraum als Kriterium anzuführen. Also einen vorab wohl definierten Zeitraum ab der Diagnose eines bestimmten Krankheitsstadiums in etwa. Oder aber auch eine Genesung im Sinne einer nachweisbaren Abwesenheit der Krankheitssymptome, das Überleben der Krankheit zu definieren. Was dann offensichtlicherweise den Nachteil hat, dass hier der Zeitraum des Überlebens keine Rolle spielt. Und du merkst, da kommen sofort verschiedenste Fragen auf, die eine eindeutige, sinnvolle Definition sehr schwierig bis kaum möglich erscheinen lassen. Ja, also was ist mit Krankheiten, die als unheilbar gelten, aber an sich nicht als tödlich? Sagen wir so etwas wie eine chronische Neurodermitis. Eine solche Krankheit würde ja in diesem Sinne nicht überlebt werden. Der Betreffende stirbt eines Tages mit dieser Krankheit. Aber das tut er möglicherweise im Alter von 120 Jahren und topfit, noch Fahrrad fahrend und Marathon laufend und im Garten arbeitend. Und dann stellt sich auch wiederum die Frage, was bedeutet es überhaupt, an einer Krankheit zu sterben? Wie kann ich das denn definitorisch eindeutig festlegen? Und zwar intersubjektiv, wie es so schön heißt, in vornehmen wissenschaftlichen Kreisen, also so, dass es für jedermann überprüfbar ist. Also du siehst bereits, an dieser Stelle kommen erhebliche Schwierigkeiten auf und es eröffnet sich eine enorme, geradewegs unermessliche Bandbreite an Möglichkeiten, die Kriterien, die unseren schlussendlichen Wahrscheinlichkeitswerten zugrunde liegen, zu definieren. Also bereits vor diesem Hintergrund ist überhaupt gar nicht klar, was gemeint ist, wenn ein Arzt sagt, sie haben eine 3%ige Überlebenswahrscheinlichkeit mit ihrer Krankheit. Darüber hinaus zeigt sich, und auch hier würde kein Arzt widersprechen, dass Krankheitsbilder ebenfalls schwerlich eindeutig definiert werden können. Also viele Ärzte sagen, Krankheitsverläufe sind immer individuell. Erfahrene Ärzte sprechen häufig darüber, dass irgendwie bei allen Patienten atypische Symptome auftreten. Es gibt irgendwie keinen Patienten, der das kanonische Krankheitsbild aus dem Lehrbuch aufweist. Auch hier muss eine Definition notwendigerweise herangeführt werden, die in letzter Konsequenz willkürliche Grenzen zu anderen Krankheitsbildern, die andersartig gehandhabt werden, setzt. Und auf der anderen Seite werden hier alle möglichen Patienten in der größtmöglichen Bandbreite irgendwie zusammengeworfen zunächst einmal. Das heißt,
Vorausgesetzt, dass hier eine zumindest logisch widerspruchsfreie Definition des jeweiligen Krankheitsbildes sowie auch des Überlebens der Krankheit zugrunde liegt, bleibt noch übrig, dass in einer solchen Aufstellung alle möglichen Patienten jedweden Alters, jedweder Herkunft, Geschlechts und auch zu verschiedenen Zeitaltern, in denen unterschiedliche Umweltbedingungen und sonstige Lebensbedingungen wirksam sind, zusammengeworfen werden. Also im Prinzip ist es dann so, dass jemand dasteht und das auszählt. Ja, also werden Daten gesammelt von Ärzten, die eben diese Diagnosen durchführen und feststellen. Und es wird dokumentiert, entsprechend der Definition des Überlebens, wie lange der Patient mit dieser Krankheit gelebt hat oder ob er einen bestimmten Zeitraum überlebt hat. Und diese Daten werden durch irgendjemanden, spielt keine Rolle wen, dann zentral gesammelt und entsprechend zueinander in Bezug gesetzt. Also so wie in unserem Beispiel des Münzwurfs. Ja, wir haben jetzt bestimmte Häufigkeit von den Patienten, die in einem wiederum bestimmten Zeitraum mit dieser bestimmten Krankheit diagnostiziert wurden, in einem bestimmten Stadium, haben so und so viele den und den Zeitraum überlebt oder sind innerhalb eines wiederum bestimmten Zeitraums von ihrer Krankheit genesen. Und die übrigen sind verstorben. Jetzt haben wir wieder irgendwelche Häufigkeiten und aus denen wird dann, und das ist der theoretische Aspekt, der sich von der Sinneswahrnehmung entfernt, eine Prognose über zukünftige Ereignisse abgeleitet, also über neuerliche Patienten, die diese Diagnose zugeteilt bekommen. Also hier offenbart sich eine enorme Komplexität an definitorischen Möglichkeiten. Und dazu kommt, dass ja auch überhaupt gar nicht alle dokumentiert sind, die eben ein bestimmtes Krankheitsbild aufweisen würden, wenn man sie dann einer Untersuchung unterziehen würde und eine Diagnose entsprechend ausstellen würde. Es gibt dann eben noch eine große Dunkelziffer möglicherweise, dass es noch viel mehr Patienten gibt, die diese Krankheit überleben, aber davon gar nichts wissen, wovon dann auch kein anderer irgendwas weiß. Also wenn wir dies alles schon einmal in Betracht ziehen, dann bekommt eine Aussage, wie Sie haben mit Ihrer Krankheit eine 3%ige Überlebenswahrscheinlichkeit, einen weniger bedrohlichen Anstrich. Diese Zahlen, die so angeführt werden, die suggerieren uns ja, dass irgendetwas sehr präzise wissenschaftlich bearbeitet wurde und eine sehr werthaltige und präzise Aussage getroffen würde. Aber jetzt allein vor dem Hintergrund dieser ganzen definitorischen Schwierigkeiten zeigt sich, dass das, was in einer solchen Aussage an Information enthalten ist, alles andere als präziser und zuverlässiger Natur ist. Und letzten Endes verhält es sich dann so, dass der Patient entweder überlebt oder eben nicht. Und wenn er überlebt, dann fragt sich, was diese Aussage, dass seine Überlebenswahrscheinlichkeit eben nur 3% betragen habe, denn bedeutet haben soll. Er hat ja schließlich überlebt. Und wenn er nicht überlebt, dann stellt sich die Frage an sich ebenso. Nun zeigt sich hier etwas, was sich in der Sichtweise der vorhin genannten Bayesianer widerspiegelt. Bayesianer sehen Wahrscheinlichkeiten als etwas vom Betrachter Abhängiges. Könnte vornehm ausgedrückt sagen, dass die Bayesianer über einen subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff verfügen. Es ist ersichtlich, dass dieses Zusammenwerfen von Patienten in einer Häufigkeitsauszählung zunächst einmal völlig willkürlicher Natur ist. Ja, wenn ich einen anderen Zeitraum für meine Beobachtung wähle und vielleicht die beobachteten Patienten in verschiedene Gruppen einteile, werde ich möglicherweise, und das ist auch in der Praxis häufig der Fall, ganz andere Häufigkeiten beobachten. Ja, die sogenannte Überlebenswahrscheinlichkeit wird unter Zugrundelegung solcher feinerer Kriterien stark anders ausfallen. Zum Beispiel könnte ich unterteilen in Patienten bestimmter Altersgruppen. Jetzt könnte ich feststellen, dass innerhalb einer bestimmten Altersgruppe die Häufigkeit eines Überlebens sehr hoch ist und in einer wiederum anderen Altersgruppe sehr gering. Wenn der Arzt, der den besagten Patienten in unserem Beispiel untersucht und die Diagnose ausstellt, eine entsprechende Information zur Verfügung hat, zum Beispiel weiß, dass der Patient sich in der erstgenannten Altersgruppe befindet, würde dann seine Aussage gänzlich anders ausfallen.
Also basierend auf den ansonsten identischen Daten. Nur unter Einbeziehung weiterer Informationen über den Patienten könnte es sich ergeben, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit beispielsweise auf einmal 80 oder 90% beträgt. Das fühlt sich dann schon ganz anders an. Auf einmal ist scheinbar ein und dieselbe Krankheit für den Patienten nicht mehr lebensbedrohlich oder wird nicht mehr als unmittelbar überlebensbedrohlich wahrgenommen. Und in letzter Konsequenz, wenn wir das also mal bis zum Ende denken, verhält es sich so, dass ja eben jedwede Gruppierung in bestimmte Kategorien, etwa Altersgruppen, Geschlecht, ethnische Herkunft zum Beispiel, willkürlicher Natur ist. Weil jeder Mensch ist individuell, jeder Krankheitsverlauf ist individuell, die Bedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt sind individuell und tauchen so nicht exakt noch einmal auf. Das ist ganz entscheidend. In der Natur gibt es keine exakten Kopien. Nichts, kein Ereignis, kein Vorgang läuft zweimal auf exakt dieselbe Weise ab. Kein Blatt an einem Baum gleicht exakt einem anderen. Zu einem anderen Zeitpunkt sind, wie gesagt, die Bedingungen immer und sei es auch nur ein wenig anders. Wenn ich jetzt hypothetischerweise alle möglichen Informationen einfließen lasse, dann würde eine statistische Auszählung gegenstandslos werden, weil ich dann keine Häufigkeiten mehr hätte, die ich zählen könnte. Ich hätte immer nur ein individuelles Ereignis und das findet entweder statt oder nicht. Entweder überlebt der Patient oder nicht und ich kann daraus keine Vorhersage treffen in Bezug auf andere Patienten. Daraus folgt, dass Statistik und Wahrscheinlichkeiten für Entscheidungen in unserem individuellen Lebensweg keinerlei sinnvolle Orientierung darstellen. Es gibt so etwas wie eine individuelle Wahrscheinlichkeit nicht. Auf einem individuellen Lebensweg tritt ein Ereignis entweder ein oder eben nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist entweder 1 oder 0. Und das ist auch das, was sich ergeben würde, wenn im Sinne des Denkens der Bayesianer hypothetischerweise alle Informationen in die Betrachtung einbezogen würden. Strebt die ausgezählte Häufigkeit eben gegen 100% oder gegen 0%. Also an dieser Stelle solltest du innehalten und wieder deine Aufmerksamkeit auf deinen Gemütszustand und deinen Körper richten. Wahrscheinlich wirst du jetzt eine Mischung aus verschiedenen, einander widersprechenden Gemütsregungen in dir wahrnehmen. Vielleicht hast du selber eine solche Diagnose mit einer ähnlichen Prognose erhalten oder es ist dir entsprechendes in einem anderen Lebensbereich widerfahren. Und nun wird dir deutlich, in welchem Maß der Glaube an die Vorhersagekraft dieser sogenannten Wahrscheinlichkeiten in dir gewirkt hat und noch immer wirkt. Und wenn du dir vielleicht vorstellst, dass du vielleicht zu einem anderen Arzt gegangen wärst, der auf andere Daten, andere Definitionen und andere Informationen über dich zurückgreift und dieser dir vielleicht eine gänzlich anders lautende Prognose mitgeteilt hätte, löst das möglicherweise eine Mischung aus Verwirrung und Erleichterung in dir aus. Nun, heißt das jetzt alles, dass Statistik, Wahrscheinlichkeiten, mathematische Stochastik, dass es sich dabei um völlig gegenstandslose, überflüssige Beschäftigungsfelder handelt, die an sich keine Existenzberechtigung haben? Also, das ist mitnichten der Fall. Denn in der Tat ist in Abwesenheit von detaillierten Informationen der Rückgriff auf Häufigkeiten aus vergangenen Erfahrungen insofern durchaus sinnvoll, als es ja ansonsten kein anderes Kriterium für den Verstand gibt. Also zur Bedienung des Verstandes und der daraus resultierenden Entspannung, die dann wiederum die Voraussetzung für den Zugang zu unserem Gefühl, zu unserem Gemütszustand, zu unserem Körper und unserer Sinneswahrnehmung schafft, ist es aus Sicht des Arztes, wohlgemerkt in unserem Beispiel, durchaus vernünftig, auf derartige Konzepte zurückzugreifen. Der Arzt weiß ja möglicherweise nicht viel oder nur begrenzt viel über den Patienten und muss von Berufswegen nun eine Entscheidung treffen, basierend auf den Informationen, die ihm zur Verfügung stehen. Und gleichermaßen basierend auf den Informationen, die ihm aus seiner eigenen oder aus Erfahrungen von Dritten zugänglich sind. Und diese Entscheidung muss irgendwie nachvollziehbar sein.
Insbesondere und vor allem auch dann, wenn es nachträglich um Haftungs- und Schadensersatzfragen geht, möglicherweise. Also insofern spricht überhaupt nichts dagegen, diese Instrumente einzusetzen. Aber sie bieten uns für Entscheidungen in unserem individuellen Lebensweg überhaupt keinen sinnvollen Anhaltspunkt und kein Kriterium, an welchem wir uns sinnvoll orientieren können. Vielleicht eröffnen dir die Betrachtungen in dieser Ausgabe eine vollkommen neuartige Perspektive in vielen Lebensbereichen. Wenn nichts objektiv wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sein kann, folgt daraus nicht, dass in deinem Leben alles gleichermaßen möglich ist? Gefällt dir unsere Arbeit? Dann abonniere gerne unseren Newsletter und folge unseren Kanälen auf Telegram, Facebook und YouTube und unterstütze uns gerne durch einen Wertschätzungsbeitrag. Mehr erfährst du auf wahrerweser.de.